Ich bin hier heute bei Jungle Leaves in Herten und zwar treffe ich mich hier gleich mit dem Christian und mit ihm zusammen werden wir so ein bisschen die Botanica thematisieren und es gibt hier auch noch was zu gewinnen und zwar für 5 Leute von euch und deswegen bleibt dran, jetzt geht's los direkt nach dem Intro. Jo Leute, was geht ab und herzlich willkommen auf Podcast, eurem Kanal rund um die Pflanzen. Wie ich jetzt gerade schon mal gesagt habe, heute dreht sich alles um das Thema Botanica Hamm. Und zwar findet die statt im Oktober, und zwar der 22. Und deswegen sind wir jetzt heute hier mit dem Christian. Und wie auch angesprochen sind wir hier bei Jungle Leaves in Herten. Dazu später mehr, dann gucken wir uns hier nochmal so ein bisschen was an. Aber jetzt erstmal Botanica. Christian. Genau. Die Botanica ist gelaufen, die erste hat ja stattgefunden am Anfang des Jahres. Und ich fand es auf jeden Fall mega. Ich weiß, viele von euch da draußen auch. Jetzt bist du der Veranstalter. Wie ist denn aus deiner Sicht gelaufen? Also ich kann nur sagen, mega geile Veranstaltung. Haben wir gar nicht mit gerechnet, dass das so ein Erfolg wird. Wir hatten großartige Aussteller, wir hatten tolles Publikum. Also die Besucher waren einfach mega gut drauf. Es gab eine irre Atmosphäre. Also wir hätten es uns gar nicht besser wünschen können. Es gab natürlich auch das eine oder andere, was nicht so glatt lief, was bei der ersten Veranstaltung natürlich normal ist. Beispielsweise, sage ich es ganz offen, da hatten wir ganz viele Anfragen, der Außenbereich, der fand leider nicht statt, fanden wir selber auch schade, aber wir hatten leider keine Reservierung dafür. Das heißt, unsere Aufgabe ist es, wir stellen einfach nur den Platz zur Verfügung oder die Möglichkeit. Es liegt also an euch da draußen, das Ganze dann auch umzusetzen. Wenn keiner diese Möglichkeit wahrnimmt, ist es natürlich für uns schwer, aber wir bleiben dran. So, und jetzt kommen wir zu dem zweiten Punkt, und zwar habe ich oft gesehen, als ich dort war, gerade da, wo die Türen noch nicht offen waren und auch gehört und gesehen über Instagram von vielen Leuten, da wurden auch richtig krasse Schnäppchen gemacht. Ja, das stimmt. Das ist natürlich das Schöne bei so einer Börse, weil es ist so ähnlich wie auf dem Trödelmarkt oder auf dem Flohmarkt. Die Händler breiten ihre Ware aus, verkaufen, was sie können, und wenn es gut läuft und die haben fast alles ausverkauft und es sind nur noch ein paar Sachen übrig, dann denkt man sich, bevor ich den ganzen Kram jetzt einpacke und wieder nach Hause schleppe, dann haue ich den einfach für die Hälfte raus. Ja. Und das ist halt der Punkt, warum es auf solchen Börsen immer Schnäppchen geben wird und wo man immer wieder irgendwas Tolles abgreifen kann. Und ich habe auch mit Händlern gesprochen, da war es dann so, die hatten von einer bestimmten Pflanze dann relativ viel noch bei sich stehen. So, hatten aber Schwierigkeit, die zu verkaufen. Die haben gesagt, ey komm, wir nehmen jetzt diese Pflanzen alle mit, weil die wollten sie sowieso loswerden, um wieder Platz zu schaffen für neue. Und die haben die dann für einen Apfel und ein Ei da rausgehauen. Ne? Auch das, dafür kann man es genau nutzen, weil ich sag jetzt mal, so eine Fülle an interessierten Besuchern kann kein Laden an einem Tag generieren. Ja. Stichwort Schnäppchen, da nochmal Botanica. Wenn ihr gerade vielleicht sogar mit dem Pflanzengame anfangt und noch nicht so viele Pflanzen habt, weil ja auch die ein oder anderen Pflanzen ein bisschen teurer sind, kommt auf jeden Fall dahin, guckt euch genau an, was da steht, vergleicht auch die Preise, ne, so bleibt das Konkurrenzgeschäft auch bestehen und da kann man gute Schnäppchen machen. So, dann kommen wir direkt zum nächsten Punkt, würde ich sagen, und zwar auch eine Frage, die öfter mal reinkam, und zwar Aussteller. Jetzt hatten wir ja richtig coole Aussteller da. Sind die gleichen noch da? Sind jetzt andere da? Also sowohl als auch. Wir haben natürlich, dadurch, dass die Börse so ein Erfolg geworden ist, haben der Großteil der Leute haben auch wieder bestellt. Verständlich. Sofort reserviert. Natürlich sind nicht alle da, aber wir haben auch sehr viele neue dazu bekommen. Und ich kann jetzt schon verraten, worüber wir uns sehr freuen. Wir haben eine Reservierung von einem indonesischen Händler. Das heißt, die kommen tatsächlich aus Indonesien hier runtergeflogen. Die haben einen Geschäftspartner in Süddeutschland, haben auch schon reserviert. Die kommen sogar mit einer ganzen Reisegruppe. Das heißt, die werden nicht nur ausstellen, die kommen also auch, um die Börse zu besuchen. Ja. Und ich nehme es einfach mal vorweg, wir haben, das ist jetzt noch nicht ganz offiziell, die haben also noch nicht reserviert, aber wir haben auch noch eine Anfrage eines anderen großen asiatischen Händlers, der uns da um Unterstützung bittet, und sobald das in trockenen Tüchern ist, werden wir euch dann darüber auch informieren. Ja, cool. Wird auf jeden Fall diesmal eine richtig krasse Sache. Weil ihr wisstet wahrscheinlich alle, unsere Pflanzen, gerade die Aroids und sowas, die kommen ja hauptsächlich von dort. Also die fetten Händler oder die großen Händler sogar in Deutschland, die beziehen die Pflanzen aus Thailand, aus Indonesien etc. Und wenn man sich jetzt vorstellt, vielleicht klappt sogar mit dem anderen noch, dann hat man 2, die aus diesem Bereich kommen. Alleine um die Kontakte zu knüpfen, ist irre Geschichte. Auch die werden wahrscheinlich dann richtig viel mitbringen. Und wie ja auch viele von euch wissen, da sind die Preise noch mal ein bisschen anders als hier. Ja. Und dann gibt es wieder Konkurrenz und dann kann es sogar sein, dass man da dann sogar noch mal bessere Preise kriegt. Ich bin auf jeden Fall gespannt.
Du bist ja auch bei uns wieder. Ich bin auch da. Zwar ein bisschen anders, das war übrigens auch eine Frage von Zurück zum Garten. Liebe Grüße an dich. Und ich bin nicht an dem gleichen Standort wie letztes Mal. Und wir haben uns nämlich was ganz Verrücktes einfallen lassen. Und zwar der Chris von Varigata.de und der Alex von Equagenera und meine Wenigkeit. Wir haben uns gedacht, oh, wie cool wäre das denn, wenn man irgendwo einen Bereich hätte, wo man sich auch mal hinsetzen kann. Vielleicht mal sein Wässerchen trinken, ohne dann irgendwo, weiß ich nicht, auf der Toilette sein Wasser zu trinken oder sich irgendwo im Gang zu stellen, weil der Platz auf der Messe ist halt begrenzt. Und wir haben gedacht, komm, mit eurer Zusammenarbeit natürlich, machen wir das. Wir packen da so ein paar Stühle hin, ein paar Sitzgelegenheiten, ein paar Bänke und da habt ihr dann die Möglichkeit, euch da auch mal hinzusetzen. Wie gesagt, bei Varigata, bei Equagenera und bei mir, irgendwo so dazwischen, werdet ihr dann alles sehen. Da könnt ihr euch dann hinsetzen, vielleicht wird es auch das ein oder andere Getränkchen geben, da freuen wir uns auf jeden Fall drauf. Und wenn ihr zum Beispiel auch Lust habt, Pflanzen mal untereinander zu tauschen, dann habt ihr die Möglichkeit, die dann einfach mitzunehmen. Und wenn ihr euch dann da irgendwo hinsetzt und da sitzt zum Beispiel jemand gegenüber, der vielleicht auch Pflanzen dabei hat, dann könnt ihr einfach sagen, ey, guck mal, ich habe das, bitteschön, dankeschön, dankeschön. Zack, hat man dann eine Pflanze verkauft oder getauscht. Oder man geht da hin und quatscht einfach mal. Pflanzenthema, man hat so viele Sachen, worüber man sich da unterhalten kann. Und da bieten wir halt die Möglichkeit, setzt euch hin, kommt rein und das wird auf jeden Fall lustig. Ich freue mich drauf. Ich auch. Und jetzt würde ich sagen, kommen wir direkt zu dem nächsten Punkt. Ja. Aber bevor wir zum nächsten Punkt kommen, machen wir jetzt Folgendes. Ich habe euch versprochen, wir sind hier bei Jungle Leaves und da gibt es ordentliche Pflanzen. Die gucken wir uns jetzt zusammen an. So, ich würde sagen, das waren schon mal ziemlich coole Pflanzen. Es wird auch noch mal ein separates Video geben, wo wir die ganzen Sachen, die ganzen Pflanzen, die Räumlichkeiten hier von Jungle Leaves noch mal in einem extra Video uns vornehmen. Aber jetzt geht es erstmal weiter mit der Botanica. Und da stelle ich mir noch eine Frage. Und zwar, die erste Messe war richtig cool. Und dann ist das ja meistens so, ey, wenn Teil 1 geil war, dann will ich bei Teil 2 aber vielleicht noch mal einen draufsetzen oder vielleicht noch mehr Bock haben, da hinzugehen. Also ich glaube, die zweite Veranstaltung wird noch mega einen draufsetzen. Ja. Durch die internationalen Buchungen aus Südostasien. Also das hätten wir uns nicht träumen lassen, dass schon bei der zweiten Veranstaltung Leute 11.000 Kilometer anreisen, nur um auf unserer Veranstaltung zu sein. Also ich glaube, das wird jetzt noch mal richtig gut. Ja. Jetzt liegt es auch nur noch an euch, an den Besuchern. Macht die Hütte voll. Lasst uns ein Riesen-Event starten. Lasst uns die Community nochmal die Stärke der Community zeigen. Und dann wird das Ding eine mördermäßige Veranstaltung, die man auch immer wieder gerne besuchen wird. Genau, und damit kann man jetzt also direkt auch schon anfangen, indem man das Video teilt. Müsst ihr nicht, könnt ihr teilen. Sagt den Leuten Bescheid, Botanica, da muss man hin. Übrigens haben mich ja auch ein paar Fragen erreicht. Die fragen alle, gibt es die Botanica jetzt nur in Hamm oder wird es die vielleicht auch noch irgendwo in einen anderen Bereich von Deutschland geben? Das haben wir schon häufiger gehört. Es wird die nur in Hamm geben. Das hat mehrere Gründe. Zum einen soll das halt eine besondere Veranstaltung sein. Das bedeutet, wir möchten natürlich, dass die Händler ihre besten Pflanzen für die Veranstaltung aufbewahren, dass die Leute die besten Schnäppchen machen können. Wie viele Schnäppchen kann man machen, wenn alle 2 Monate in einer anderen Stadt... Verliert auch so Reiz einfach. Es verliert an Reiz. Es
zerstreut sich und man darf auch nicht vergessen, wir brauchen auch immer eine vernünftige Infrastruktur, man muss vernünftig dahin kommen können. Wir sind am Ruhrgebiet dran, der bevölkerungsdichtesten Region. Das ist halt schon nah an Holland, weil viele Holländer nah wollen an Holland, auch genau, Belgien, genau. Luxemburg. Das ist schon so irgendwo bewusst gewählt worden und von daher macht es einfach nur Sinn, diese Veranstaltung als wirklich absolute Knallerveranstaltung an einem Ort zu Genau, halten. dann bleibt vor allen Dingen, wie gesagt, auch besonders, es tut natürlich weh für die Leute, die jetzt von weiter weg kommen und nicht die Möglichkeit haben, vielleicht finanziell haben sie kein Auto, keinen Führerschein, so eine Anreise zu machen, aber... Genau, wir haben dafür extra bei Facebook eine Gruppe eröffnet, und zwar Mitfahrgelegenheiten, Botaniker-Mitfahrgelegenheiten. Verlinke ich euch übrigens auch nochmal unten, Genau, könnt ihr einfach draufklicken. da könnt ihr nach entweder eine Mitfahrgelegenheit anbieten oder nach einer Mitfahrgelegenheit suchen. So könnt ihr euch die Spritkosten teilen und unterwegs mit Sicherheit ein paar interessante Gespräche führen. Genau, ich bestelle jetzt ein Ticket online aus dem Vorverkauf und da ist jetzt die Frage, kann man das auch per Handy zeigen? Muss man das ausgedruckt haben? Wie läuft das? Also es gibt mehrere Möglichkeiten. Ihr könnt beispielsweise entweder die Tickets bestellen, mit einem Handy vorzeigen, reicht im Regelfall aus. Die Erfahrung haben wir letztes Mal gemacht, das funktioniert. Wenn ihr vielleicht, ich sage jetzt mal, ein gesprungenes Display habt, kann ich nicht versprechen, dass das einwandfrei das Scannen funktioniert, aber dann kriegen wir das auch irgendwie hin. Aber nichtsdestotrotz, es gibt immer noch eine Kasse, das heißt, ihr könnt auch direkt vor Ort Tickets kaufen. Die sind nicht limitiert, also macht euch keine Sorgen. Ihr werdet reinkommen, wenn ihr wollt. Ob ihr die Tickets vorher kauft oder direkt vor Ort, spielt keine Rolle. Spielt keine Rolle. Also, wenn ihr wollt, ihr müsstet nicht vorbestellen, es gibt genug Karten. Kommt dorthin, kauft euch eure Karte dort und dann ist alles schick. Oder bei dir gewinnen. Oder bei mir gewinnen, genau. Bei dem Thema können wir jetzt direkt weitermachen. Und zwar habe ich ja eingangs schon gesagt, es gibt Karten zu gewinnen. Wie viele? 5 mal 2 Karten. 5 mal 2 Karten, also 5 Leute von euch haben die Möglichkeit, jeweils 2 Karten zu gewinnen. Dafür müsst ihr gar nicht viel tun. Ihr geht jetzt einfach unten in die Kommentare, sagt, wie cool die Botanica ist, ob ihr vielleicht schon mal da wart, ob ihr kommt, wie auch immer. Und dann nicht vergessen, einmal Hashtag Botanica_Hamm. Und dann seid ihr mit in dem Lostopf und wie lange das Gewinnspiel geht, das blende ich euch einmal hier ein. Und dann haben 5 Leute von euch die Möglichkeit, jeweils 2 Karten zu gewinnen. Und das finde ich auf jeden Fall schön. Hey, that's pretty good. Danke dir. Ja, wir sehen uns auf der Botanica. Euch sehe ich hoffentlich auch. Ich freue mich und an alle, die nicht kommen können. Es wird ein Podcast von Grünfärbt abgeben. Den werden sie bei uns auf der Veranstaltung drehen. Wann sie den ausstrahlen, weiß ich natürlich nicht. Aber für die, die natürlich vielleicht nicht anreisen konnten, weil der Weg doch zu weit ist oder die Termine dich einfach nicht können, haltet Ausschau nach Grünfärbt ab. Genau, der Podcast hier nochmal kostenlos Werbung für die lieben beiden von Grünfärbt ab. Jeden Montag kommt eine neue Folge raus und zwar auch dann im Nachgang nach der Botanica. Genau. Und übrigens, wer von euch übrigens auch nicht dabei sein konnte, es wird natürlich auch hier auf diesem Kanal ein Video geben zur Botanica und bei den anderen natürlich wahrscheinlich auch. Und insofern würde ich sagen, kümmert euch um eure Pflanzen und haut rein!